Hallo und herzlich willkommen zum großen Gravitrax-Turnier. Unsere K.O.-Phase beginnt heute. Ich habe gestern schon mal einen kurzen Teaser hochgeladen. Das war ein Ausschnitt, beziehungsweise es war eigentlich das ganze Video von unserem Twitch-Kanal, was wir gemeinsam gebaut haben. Das mit einem 80-fachen Raffer dann für euch schon mal, damit ihr die neue Strecke sehen könnt. Wir gehen es auch gleich nochmal durch, gucken uns an, wie denn jetzt die Strecke aussieht. K.O.-Phase Part 1 bedeutet, heute fahren wir 2 Partien in unserem Viertelfinale aus. Part 2 werden dann die anderen beiden Viertelfinalpartien sein und der letzte Part besteht dann aus dem Halbfinale und Finale, wo wir dann unseren Sieger krönen werden. Deswegen gucken wir jetzt einmal uns zunächst hier die Strecke an. So, und ich habe mir das hier mit Paint mal so ein bisschen vorbereitet, dass wir mit der Maus hier ein bisschen langfahren können. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Das geht dann direkt hier unten neben mir. An der Stelle geht das dann los. Da gibt dann einmal die Kugel hier so rum, so wie ich es auch beim letzten Mal gemacht habe. Das einfach aus Fairnessgründen. Beide Kugeln haben die gleiche Chance, am Anfang in Führung zu gehen. Dann gehen sie hier runter in so eine Wippe, also hier vor und auch wieder zurück. Und das pendelt sich dann so ein bisschen aus. Und dann geht es anschließend hier lang in den Trichter hinein und dann in den Separator. Den hat Kugelbahn auch schon mal auf seinem Channel vorgestellt. Link ist sowieso in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dann geht es hier nach rechts zu den Transfers. Das sind die Transfers auch von Kugelbahn, die er uns geschickt hat. Die kommen leider hier bei dem Rennen nicht so gut zur Geltung, weil die können theoretisch unendlich oft befahren werden, weil die durch den Magneten immer wieder zurückgehen. Hier benutze ich sie nur einmal, wird dann in meinen anderen Formel 1 Formaten dann eine bessere Anwendung finden, wenn die Kugeln da häufiger drüber fahren. Dann werden entweder die Kugeln eben hier über die Transfere fahren oder eben hier die langsame Schiene nehmen, die allerdings ein bisschen auf der inneren Seite ist. Dann geht es weiter bis zum nächsten Trichter und dann hier zu diesen Flips rüber. Welchen Flip man zuerst nimmt, ist eigentlich egal. Beide werden hier an der Stelle wieder zusammengeführt, gehen dann weiter hier um die Kurve in die Spirale rein und werden dann entweder diesen Pfad oder diesen Pfad hier nehmen. Das hier ist eine langsame Schiene und das hier ist eine schnelle Schiene. Und immer die vordere Kugel wird dann entsprechend die langsamere Schiene nehmen. Dann geht das in den zweiten Separator, dann wieder in den nächsten Trichter und dann wird die erste Kugel diesen Pfad hier nehmen. Das bedeutet hier in den langsameren Pfad und die zweite Kugel wird diesen Pfad hier nehmen. Und das wiederholt sich dann eben zweimal. Das war die Idee von der Community, dass wir eben 2 Umrundungen dort fahren werden. Anschließend, und das Bild ist hier nicht ganz korrekt, weil das habe ich vorher vor meinem Umbau noch aufgenommen. Das Ende ist jetzt ein bisschen anders. Der Teil hier ist ungefähr gleich. Allerdings führen die Kugeln hier nicht mehr zusammen, sondern es sieht dann ungefähr so aus. Ich versuche es euch mal kurz aufzuzeichnen. Ihr werdet es aber gleich im Rennen sehen, dass die erste Kugel eben diese Strecke hier nehmen wird und die zweite Kugel wird dann den äußeren Pfad nehmen. Andersrum, die äußere Kugel wird die erste Kugel, die durchkommt, fährt hier lang, außen, und die hinten dran ist, fährt hier lang, und dann geht es hier noch ein kleines Stück nach oben und da hat natürlich die hintere Kugel dann nochmal die letzte Chance, ein bisschen aufzuholen. Jetzt haben wir aber wirklich, wirklich genug gequatscht darüber, wie die Strecke aussieht. So, schauen wir uns doch mal an, wer heute gegen wen antritt. Wir haben schon gesagt, Gruppensieger aus der Gruppe A, Trackstrail, tritt an gegen den zweiten aus der Gruppe B, das ist Kugelbahn. Und der Sieger von Gruppe B, Gravitrax Ellie, wird heute gegen den zweiten aus der Gruppe C, das ist Erik, antreten. Diese beiden Duelle sehen wir heute und dann geht es in dem nächsten Part dann mit den zweiten Viertelfinal-Zweiter, also Lexfax gegen Gravitrax Studio, den ich hier an der Stelle, sage ich gleich, grau eingefärbt habe, weil es wäre ein blau-blaues Duell geworden. Deswegen musste leider einer auf seine Farbe verzichten. Ich habe mich dafür Gravitrax Studio entschieden, nichts gegen dich natürlich. Einfach, dass da nicht 2 blaue Kugeln runterfahren. Und Gravitrax 2019 wird dann gegen Gravitrax Geist antreten. So, jetzt habe ich 4 Minuten geredet, wir haben noch kein einziges Rennen gesehen, deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt los. Wir fahren Best of 3, das heißt, man braucht 2 Siege, um weiterzukommen. Wir gucken uns jetzt alle Rennen hintereinander von Trackstrail gegen Kugelbahn an. Also, die erste Fahrt gegeneinander fängt jetzt an. Trackstrail mit der roten Kugel gegen Kugelbahn mit der grünen Kugel. Let's go. So, Trackstrail kann sich hier als erstes schon mal gut durchsetzen, pendelt aus, wird von Kugelbahn da gestoßen, kommt als erstes in den zweiten Trichter, wird aber von Kugelbahn gleich kassiert, geht hier als erstes in den Separator über diese Transfers hinüber, kommt auch als erstes in den nächsten Trichter durch, hier nimmt den Schwung ein bisschen mit. Ist jetzt auf der langsamen Schiene, da wird er von Trackstrail jetzt auf jeden Fall eingeholt werden, da kann es einen kleinen Vorsprung rausholen. Jetzt ist die Frage, bei dem Separator bleiben die Kugeln lange mal hängen.
Und da kann sich Trackstray einen kleinen Vorsprung rausarbeiten. Ist jetzt auf der langsamen Schiene, nimmt aber eine Menge Schwung mit, dadurch verliert er nicht so viel Zeit. Und jetzt ist die Frage, wie lange bleiben sie da drin? Kugelbahn überholt direkt, geht auf der Außenspur lang. Kann das Trackstray noch einholen mit dem Hammer? Das wird nix mehr. Boah, richtig knappes erstes Duell. Kugelbahn gewinnt das erste Duell. So, wie tragen wir das denn jetzt hier immer ein? Ich würde sagen, wir schreiben hier einmal Kugelbahn rein. Und wenn Trackstray gewinnt, dann trage ich entsprechend seinen Namen ein. So, machen wir das hier hin. Und dann trage ich einfach hier mal alle 3 Sieger ein, beziehungsweise immer die Gewinner der Duelle. Also das bedeutet, wir haben noch ein zweites Duell sowieso. Legen wir jetzt los mit dem zweiten Duell, Trackstray gegen Kugelbahn. Rennen Nummer 2. So, jetzt muss Trackstray auf jeden Fall gewinnen, ansonsten ist Kugelbahn nämlich schon weiter. Pendelt hier wieder aus, gleiches Spiel wie vorhin. Kugelbahn bleibt vorne, auch in dem Trichter. Geht jetzt in den Separator, wird über den Transfers wieder fahren. Da kann ihn Trackstray einholen, das ist als erstes jetzt hier im Trichter. Und auch beim Flip hat jetzt schon einen sehr guten Vorsprung, also deutlich mehr als Kugelbahn vorhin an der Stelle in Führung lag. Ja, schauen wir mal beim Separator. Oh, das war ein schönes Beispiel, wie gut der Separator funktioniert, wenn die Kugeln unmittelbar hintereinander sind. Deswegen ist der so viel besser als diese weichen, nur empfehlenswert. So, zweite Runde. Jetzt wieder entscheiden, wie schnell kommt man hier durch das Ding durch. Trackstray sehr gut und Kugelbahn bleibt ein bisschen hängen. Ja, das wird ganz knapp mit dem Hammer wieder werden, aber diesmal gewinnt Trackstray und dann haben wir es tatsächlich so, dass jetzt 1:1 steht. Ich werde das immer versuchen, hier so rüber zu kopieren. Ich glaube, es sieht ein bisschen schöner aus. Also werden wir auf jeden Fall jetzt ein drittes Duell haben und der Gewinner wird ins Halbfinale einziehen. Dann legen wir los. Mal gucken. Kugelbahn kommt hier ein bisschen besser weg. Das entscheidet sich aber erst später im Rennen, wer es gewinnen wird. Dann kann sich hier Trackstray gut durchsetzen. Im Separator fährt dieses Mal über die Magnete. Sehen wir hier schön, wie sie zurücksnippen, könnten dann wieder verwendet werden. Und jetzt hier im Flip nimmt den Schwung da ganz gut mit. Jetzt auf der langsamen Schiene. Die kostet in der ersten Runde deutlich mehr Zeit, wie ihr gerade seht. Kugelbahn überholt ihn, als es in der zweiten Runde der Fall ist. Da durch diese beiden Kaskaden hier habe ich das Gefühl, die nehmen hier mehr Schwung mit. Hier sehen wir es ganz schön. Kugelbahn zwar auf der langsamen Schiene, aber nur dicht hinter Trackstray. Jetzt wäre die Frage, wer kommt durch? Wer kommt ins Halbfinale? Trackstray hier mit einem guten Vorsprung. Kugelbahn bleibt lange hängen, das wird kaum noch reichen. Und deswegen gewinnt Trackstray. Glückwunsch fürs Halbfinale. Da hat Kugelbahn die ersten 2 Rennen gewonnen. Trackstray gewinnt Duell 2 und 3 und dreht dieses Duell noch. Deswegen Glückwunsch Trackstray, ich trage dich hier als Sieger ein. Dann haben wir unseren ersten Halbfinalisten. Kugelbahn ist leider raus. Danke fürs Teilnehmen. War toll, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe natürlich, ihr guckt dann immer noch weiter zu. Und dann, ich hätte mir schon wieder gewünscht, hier mir was zu trinken hier neben der Aufnahme hingestellt. Machen wir mit dem zweiten Viertelfinale weiter mit der grauen Kugel Gravitrax Ellie gegen Erik M. Gravitrax mit der grünen Kugel. So, erstes Duell, let's go. Also, Gravitrax Ellie kommt hier gut durch, die werden sich wieder da leicht berühren. Gravitrax Ellie wird dann, Erik bleibt ein bisschen hängen. Ja, noch nicht so schlimm, wenn er jetzt da mithalten kann. Gravitrax Ellie jetzt wieder mit einem kleinen Vorsprung, weil sie eben beim Pendel 1 früher durchgegangen ist und wird hier angestupst. Erik übernimmt die Führung, geht hier in den Flip. Ellie bleibt ein bisschen länger da in dem Trichter hängen. Und wir werden auf jeden Fall bei dieser Strecke, das merkt man jetzt schon, hier deutlich mehr Duelle sehen. Rammt sich hier wieder Gravitrax. Erik Gravitrax bleibt hier ein bisschen dadurch hängen. Und Ellie hat jetzt hier einen ganz guten Vorsprung, geht da durch die langsame Schiene relativ fix durch. Jetzt die Frage natürlich, wie schnell kommt sie da durch den Trichter? Sieht ganz gut aus. Jetzt hat sie einen guten Vorsprung. Erik kommt aber auch schnell durch. Hat jetzt die Chance, mit dem Hammer noch vorbeizuziehen. Wie werten wir das jetzt? Erik war im Ziel. Ihr habt es gesehen. Erik war im Ziel. Ellie wurde von ihm weggecheckt, bleibt also kurz vom Ziel hängen. Das ist dann ein Sieg für Erik. Wir haben ja gesehen, wie er ins Ziel gefahren ist. Auf den letzten Meter sich dann noch vorbeigedrückt. Hui, okay. Ja, dann gehen wir in das zweite Duell rein. Erik kann jetzt hier das Halbfinale sicher machen. Ellie muss gewinnen. Und pendeln hier weit. Dadurch, dass sie nicht aneinander geknallt sind, pendeln natürlich dann gleich sehr lange aus. Aber hier bleibt Ellie richtig nah an Erik dran. Wird jetzt hier vermutlich vorbeiziehen. Ja, auch wenn es eine langsame Schiene ist. Hat sie natürlich da einen kürzeren Weg. Geht hier in den Flip rein. Erik auch. Und kann sich jetzt hier im Separator, mal gucken, wird erstmal vor dem Separator schon überholt. Erik kann vorbeiziehen, bleibt jetzt hier nicht so lange in dem Trichter hängen, aber Ellie auch nicht. Zieht
gut vorbei. Und jetzt Ellie muss gucken. Hier im Separator gehen beide fast gleichzeitig rein. Im Trichter entscheidet sich, Erik kommt super durch, nimmt die Außenlinie. Ellie ist aber auf der Innenseite und zieht kurz vor Ende noch vorbei. Ey, ich habe die Strecke, glaube ich, ein bisschen zu spannend gebaut. Hier ist krass, wie knapp das jedes Mal ist. Okay, also gleiches Spiel wie auch vorhin. Ihr wisst, es könnte auch eigentlich immer nach 2 Duellen entschieden sein. Jetzt haben wir hier das Szenario, dass beide jeweils ein Duell gewonnen haben. Sehen wir auch ein Entscheidungsduell. Gleiches Spiel, der Gewinner kommt ins Halbfinale, entweder Gravitrax Ellie oder Erik. Dann legen wir los. Drittes Duell. Kommt Gravitrax Ellie diesmal als erstes durch, pendeln hier aus, berühren sich leicht und werden jetzt wahrscheinlich beide die Abbiegung nehmen. Ja, so sieht's aus. War ganz dicht hintereinander. Hier kommt wieder der Separator zur Geltung. Beide Kugeln direkt hintereinander, gehen wir super durch. Besser als bei den anderen Weichen, die wir da kennen. So, im Flip ist Erik, geht jetzt in die Spirale rein, jetzt auf die langsame Schiene. Mal gucken, ob Ellie ihn da einholen kann. So sieht's aus. In den Separator rein, in den ersten Trichter. Ellie geht direkt durch, Erik dicht hinten dran. Und jetzt in die letzten Kurven, rammen sich hier leicht, verlieren aber beide an Geschwindigkeit. Ellie ist durch, geht auf der Außenlinie durch, Erik auf der Innenseite, hat jetzt den Hammer und zieht ganz knapp vor Ellie vorbei. Erik gewinnt das entscheidende Duell und zieht damit auch ins Halbfinale ein. Und das bedeutet gleichzeitig, dass wir auch unser erstes Duell im Halbfinale wissen. Das wird Trackstrail gegen Erik werden. Und die anderen beiden Duelle, weil ich gucke jetzt hier gerade auf die Uhr, sehe, wir sind schon bei 11 Minuten 30. Ja, an der Stelle werde ich das cutten. Ich nehme jetzt gleich das andere hintereinander auf. Das wird dann in ein paar Tagen folgen. Und dann haben wir noch insgesamt 2 Videos, die jetzt darauf folgen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, lasst mir bitte ein Like da. Ihr könnt gerne den Channel abonnieren und auch die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann kriegt ihr jedes Mal eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns bald in Part 2. Lexfax gegen Gravitrax Studio und Gravitrax 2019 gegen die Gravitrax Guys. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao.